Hi Freunde, mein Name ist Tarek Ari und ich bin der Barber. Heute drehen wir unser zweites Schulungsvideo, nachdem wir so viel positives Feedback bei dem ersten bekommen haben. Und diesmal handelt es sich um einen French Crop, der locker lässig nach vorne gestylt wird. Wenn ihr Fragen habt, gerne im Anschluss des Videos uns kontaktieren. Wir helfen euch, wir beantworten eure Fragen, falls wir dies können. Viel Spaß beim Zuschauen, viel Spaß beim Nachmachen. Die Panasonic ER-DGP82 nutzen wir gleich für die unteren Konturen, um es schön in Form zu bringen. Für die Feinarbeiten benutzen wir die ER-GP21. Heute habe ich Lazy bei mir auf dem Stuhl. Die Single im Hintergrund ist seine Musik. Aus gegebenem Anlass waschen wir heute vor der Kamera die Haare, damit ihr es auch sehen könnt. Wir waschen natürlich vor jedem Haarschnitt bei uns im Salon die Haare. Da wir oft mit Wasser und chemischen Produkten in Kontakt kommen, solltet ihr am besten immer wieder Handschuhe anziehen. Ich weiß, es ist bekannt, aber man sollte vieles wiederholen, damit es nicht in Vergessenheit gerät. I don't wanna drown, no. I'm going down, no. I just wanna fly above the clouds. Wie ihr sehen könnt, hat der Lazy eine herausgewachsene Dauerwelle auf seinem Kopf. Was glaube ich jetzt schon, wie lange ist es her? Ein paar Monate, auf jeden Fall, so 3 Monate bestimmt. Genau, also es ist schon leicht verblasst, sage ich jetzt mal. Die Locken sind nicht mehr so lebendig. Deswegen werden wir, so gut es geht, die Dauerwelle rausschneiden, aber eine locker lässige Frisur, die er kneten wird und nach vorne stylen wird, schneiden. Dafür machen wir zuerst einmal eine Grundlinie, die wir uns schneiden werden, an der orientieren wir uns und die Längen passen wir dem ganzen Oberkopf dann an. Daraufhin werden wir die vordere Partie schneiden, die wird natürlich ein bisschen kürzer sein, damit nichts überlappt und das Gesicht abdeckt. Und dann werden wir gucken, wie kurz wir die Seiten machen, damit alles schön locker lässig fallen wird. Dann legen wir mal los. I can see the stars and they look at me. Got a lot of scars cause I'm rolling deep. Waiting for a sign while I'm sinking deep. I keep saying I'm fine. Nun schneiden wir die Führungslinie. Das Haar sollte lieber feucht sein, eher nass, da es bei trockenem nicht gut kennbar ist und die Linien nicht gut schneidbar sind. Also immer schön nass halten, dann erst schneiden. Nun verbinden wir die hintere Partie mit der vorderen Partie. Wir nehmen die Fülle aus seinem Oberkopf raus, damit da keine Beule entsteht und es von den Proportionen her passt. Nachdem wir hinten die Führungslinie angepasst haben, vorgeschnitten haben, nehmen wir es jetzt als Richtlinie und passen das Ganze von hinten nach vorne an. Dies machen wir Schritt für Schritt, damit ihr auch sehen könnt, wie wir das machen, wie wir zum Ziel kommen. Es ist ganz wichtig, dass die vordere Partie bei der Grundlinie jedes Mal länger sein muss als hinten, weil der Kopf immer in natürlichen Form vorne abfällt. Nur so als kleine Info am Rande. Nachdem wir die Führungslinie geschnitten haben,
passen jetzt die seitlichen Partien schön an und dafür kämmen wir die Haare von der Mitte hoch und passen die Längenunterschiede nach und nach vorne hin an. Ist jetzt kein Hexenwerk, aber so bekommen wir eine schöne einheitliche Form rein. Und da der junge Mann woanders war davor und wir uns erst jetzt kennengelernt haben, tasten wir uns auch in seiner Frisur hin langsam vor. Stimmt? Richtig. Sehr schön. Wie lange machst du das Ganze eigentlich schon? Also ich mache jetzt so seit circa 8-9 Jahren mache ich jetzt Musik. Zumindest Texte schreiben und so weiter. Jetzt wirklich Sachen rausbringen auf Spotify und so die Streaming-Dienste mache ich jetzt so seit circa 2 Jahren. Okay. Da hat es angefangen. Wie viele Klicks hast du da schon? Ich habe eins gesehen, das hatte, glaube ich, über 1 Million gehabt. Genau. Aufrufen. Ja, es war tatsächlich der erste Song, den wir rausgebracht haben. Okay. Summer Vibes heißt der Song. Der kam 2019 raus und ja, lief auf jeden Fall besser als gedacht. Haben da jetzt vor kurzem die 1 Million Streams geknackt auf Spotify. Ja, Glückwunsch. Vielen Dank. Und ja, hoffen natürlich, dass wir da jetzt mit den neuen Songs anknüpfen können. Ja, da drücke ich dir die Daumen. Ich hoffe, mit dem wir hier drehen. Ja. Nachdem wir alles schön einheitlich geschnitten haben, passen wir die abstehenden Haare, oder besser gesagt die länglichen Haare, die ihm ins Auge stehen, die passen wir jetzt an und dann werden wir die Haare föhnen und anschließend den Umriss der Frisur gestalten. Im vorderen Bereich teile ich die Haare Passé für Passé ab und passe dann die Längenunterschiede einfach füreinander an. Im oberen den kürzesten Punkt machen wir hier mal einen schönen Grundschnitt. Da tasten wir uns jetzt Schritt für Schritt, Passé für Passé vor. Lieber ein bisschen länger lassen am Anfang, weil kürzer geht immer. Nochmal zur Erklärung, hier haben wir die 2 kurzen Punkte, die passen wir jetzt miteinander an und die Zwischenlänge, die kommt dann wieder runter. Wie gesagt, lieber am Anfang ein bisschen weniger wegschneiden, später kann da noch mehr wegkommen. Nachdem wir alles miteinander verbunden haben am Oberkopf, geht es jetzt zu der Seitenpartie. Wir schneiden uns nur einen leichten Übergang erstmal rein, damit wir die Verbindung zu der seitlichen Partie haben und unten mit der Maschine schneiden können. Hierfür kämmen wir einfach die Haare von der Mitte aus runter und schneiden im Anschluss eigentlich nur die Außenpartie. Hierfür könnt ihr das schön rüberkämmen. Hier seht ihr es nochmal, oben ist der kürzeste Punkt, unten ist der kürzeste Punkt. Die mittlere Partie ist weg. So haben wir eine schöne Verbindung an beiden Punkten. Ja, magst du noch was über dich erzählen, was so bei dir interessant war? Ja, wir haben jetzt vor kurzem die Beauty in Danger EP rausgebracht und haben dafür auch über ein Jahr im Prinzip an dem Ganzen gearbeitet. Waren in Mannheim, Heidelberg unterwegs, haben da einen Kurzfilm für gedreht, den man auch auf dem YouTube-Channel finden kann. Also, okay, das Ganze verlinken wir gerne unter dem Video. Sehr cool, danke. Und genau, jetzt haben wir noch 2 weitere Projekte, die jetzt demnächst rauskommen. Das eine ist eben jetzt der Song, der auch im Hintergrund ab und an läuft. Und ja, danach dann eben noch einen weiteren Song. Da kann ich aber leider noch nicht zu viel zu erzählen. Aber da kommen noch mehr natürlich. Ja, ne? kommt das ist jetzt nur der Anfang. Kommt auf jeden Fall noch einiges. Also wir haben jetzt 2021 haben wir eigentlich schon so gut wie durchgeplant, was so die ganzen Releases angeht etc. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es läuft und freue mich drauf. Ja, sehr schön. Ja, Freunde, wir haben jetzt alles hier angepasst, genauso wie auf der rechten Seite. Wie ihr sehen könnt, haben wir durch die Dauerwelle bei ihm sehr viele abgebrochene Spitzen und wir haben jetzt so gut wie möglich versucht, so viel wegzuschneiden, um die Dauerwelle hier rauszubekommen, was auch sein Wunsch war natürlich. Wenn wir die Haare jetzt föhnen, ziehen die sich natürlich ein bisschen zusammen, da noch ein bisschen von der letzten Dauerwelle drin ist, was aber nicht so schlimm ist. Das passen wir natürlich zum Schluss alles ein bisschen an.
ja, jetzt fangen wir mit den Seiten an, nachdem wir die Haare geföhnt haben. Bevor wir die Haare föhnen, nehmen wir einen Festiger für die Haare. Da könnt ihr Schaumfestiger nehmen. Wir haben jetzt ein Sea Salt Spray. Da könnten wir die Haare ein bisschen griffiger bekommen. Die Haare werden dadurch ein bisschen matter. Und du bekommst damit auch ein bisschen, bisschen Spiel ins Haar. Beim Föhnen müsst ihr aufpassen, dass der Föhn nicht auf die letzte Stufe gestellt wird, sondern auf die mittlere Stufe, damit ihr das schön kneten könnt und ein bisschen Spiel ins Haar bringen könnt. Und nicht auf die heißeste Stufe, sondern auf die mittlerste. Beim Decker ist es halt wichtig, dass ihr immer schön knetet, um die natürliche Form reinzubekommen und die Sprungkraft der Haare nochmal ein bisschen reinzubringen. Also immer wichtig, den Föhn draufhalten, dabei die Haare ein bisschen nach hinten ziehen und kneten. Für alle Neulinge, für alle, die demnächst dazukommen werden, ich erkläre euch mal kurz den Unterschied zwischen mit Düse föhnen und ohne Düse. Mit Diffuser, ohne Diffuser. Also, hier zentriert ihr die Luft. Das ist sehr gut, wenn ihr eine Frisur glatt föhnen wollt, wenn ihr es über die Bürste föhnen wollt. Dann habt ihr die Luftverteilung durch diese kleine Öffnung. Falls ihr die Düse abnehmt, habt ihr keine verteilte Luft wie dort, sondern eine gestreute Luft, die aber unkontrolliert ist. Deswegen nehmen wir bei der Frisur, wie wir es jetzt geföhnt haben, den Diffuser. Hier habt ihr mehrere Öffnungen vorne und mehrere Längen da drin, wobei ihr auf der Kopfhaut seid, jedoch noch Luft nach außen habt und somit die Luft schön streut. Das heißt, die Luft kann sich besser verteilen, das Haar bekommt mehr Sprungkraft und es wird überall schön trocken geföhnt. Ich hoffe, es hilft euch. Bei der oberen Linie, wo ihr mit dem Kamm seid, müsst ihr die Maschine immer schön abwippen, damit ihr den Übergang direkt mit reinbekommt. So und dann weg. Rein, weg, weg. Da wir den Übergang jetzt nach vorne brauchen, gehen wir leicht mit der Linie runter. Sprich, wir machen einen kleinen Bogen, der nach vorne hin abfällt. Die überschüssigen Haare arbeiten wir später mit der Kontur schön aus. Wir wechseln jetzt den Aufsatz von 9 mm auf 6 mm, lassen die Maschine geschlossen. Für alle, die noch nie eine Panasonic-Maschine in der Hand hatten, wir haben hier noch eine verstellbare Schraube, wo wir die Aufsatzlänge von 0,8 bis 2 mm nochmal verändern können. Dies lassen wir geschlossen, also geschlossen heißt 0,8 mm. Diesmal gehen wir nicht allzu hoch und bleiben auf der Höhe und arbeiten uns den Übergang schön nach oben hin aus. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite ebenfalls. Und als Stütze nehme ich immer wieder meine Hand, wenn ich die nicht nutze, und stelle die mir hinten in den Rücken. Was ich sehr gerne immer wieder in jedem Video erwähne, ist die Haltung. Also weil ich viele Kunden, viele Kollegen sehe, die immer so eine schiefe Stellung haben. Die stehen dann gerne so nach vorne gebeugt und dann haben die Maschine in der Hand, schneiden dann und gucken dann irgendwie von unten nach oben. Euch würde ich empfehlen, dass ihr am Anfang mit der linken Hand, wenn ihr Rechtshändler seid, mit der rechten Hand, wenn ihr Linkshändler seid, zu arbeiten. Die Hand, die ihr nicht braucht, legt ihr immer wieder hinter den Rücken. So. Dies dient als Stütze und die andere Hand, wo ihr die Maschine habt oder was auch immer, mit der könnt ihr dann arbeiten und ihr drückt mit der anderen Hand unten
gegen und schubst euch so ein bisschen nach vorne. Dadurch habt ihr die gerade Stellung. Und ihr solltet immer parallel zu der Schnittführung arbeiten, weil so habt ihr die perfekte Haltung und je öfter ihr das macht, desto trainierter seid ihr. Für jeden, der neu in die Branche kommt, dies sollten die ersten Schritte sein, die von eurem Arbeitgeber an euch weitergegeben werden. Achtet darauf, schützt euer Umfeld und so könnt ihr lange und gesund arbeiten. Wir passen nun die Längen leicht hier ebenfalls an und machen einen schönen Übergang zum Bart von runter. Ebenfalls 6 mm geschlossen. Da wir Schritt für Schritt erklären wollen, wie wir vorgehen, haben wir jetzt 4 mm, die wir ebenfalls geschlossen und im Anschluss leicht geöffnet auf der Maschine lassen werden. Wir bleiben in der unteren Partie geschlossen und je höher wir gehen, desto mehr öffnen wir den Scherkopf. Aktuell, wie erwähnt, bleiben wir beim geschlossenen. Und je höher wir gehen, desto mehr drehen wir die Maschine auf. Jetzt lassen wir das auf der höchsten Stufe, also 4 mm plus 2,0 und arbeiten uns Schritt für Schritt nach unten hin vor und schließen den Scherkopf, je tiefer wir gehen, immer eine Stufe niedriger. Nun wechseln wir den Aufsatz von 4 auf 3 mm, damit wir so langsam an die unterste Kontur kommen. Da wir zurzeit nur die unterste Kontur schneiden, lassen wir den Scherkopf geschlossen und verbinden es jetzt langsam nach oben, indem wir wieder den Scherkopf öffnen. Wir haben vorhin die Seitenpartie nicht angesprochen, auch nicht geschnitten, um euch das zu erleichtern, weil wir von 4 bis auf 2 mm runtergehen werden und dort einen schönen fließenden Übergang zum Bart ausarbeiten werden. Dies machen wir jetzt. This is how it feels on the new way. No love on the throughway. No trust dog vibe when I roll off and moody. No club going up on a Tuesday. Someone should amuse me. Trapped inside a movie. Yeah, I'm trapped inside a movie. Just about to lose me. Becoming way too choosy. I'm becoming way too choosy. I can see the stars and they look at me. Got a lot of scars cause I'm rolling deep. Waiting for a sign while I'm sinking deep. I keep saying I'm fine, need some privacy. Same lane, same road. My pain won't go. I'm just rolling down the road. A lot of things I miss. I can feel no love, no one I can trust. My heart inside the fridge. I guess I fall apart. Als nächstes zeigen wir euch, wie ihr dieses Problem hier umgehen könnt, wenn ihr Haare habt, die in verschiedenen Wuchsrichtungen wachsen. Hier nehmen wir die 2 mm und schneiden entgegengesetzt der Wuchsrichtung, sprich hier entgegen der Wuchsrichtung. Dadurch habt ihr dieses Problem gelöst und braucht eine leichte Verbindung nach oben. Das Ganze machen wir mit 2 mm. Und lassen es langsam auslaufen, indem wir hier am Rädchen drehen und immer wieder kürzer nach unten werden. Nun arbeiten wir am äußersten Rand die Konturen schön aus,
dass es eine schöne gepflegte Frisur wird und wir langsam zum Ende hinkommen. Falls ihr die Konturen noch nie ausrasiert habt, es wäre immer besser, wenn ihr mit einem Finger, mit dem Kamm oder ähnlichem immer das Ohr weglegt und schön drumherum arbeitet. Also nicht drücken, es ist wirklich nur so ein leichtes Antippen, weil das Ohr sich schön weglegen lässt. Ihr könnt es von den verschiedenen Perspektiven machen. Und gerne auch immer wieder nachfragen, ob es so angenehm ist, weil der Kunde muss sich ja wohlfühlen. Für den Feinschliff an der Kontur trennen wir das Deckhaar ab und kämmen die Haare hier an der vorderen Partie schön runter, damit wir hier die Kontur ausarbeiten können. Am Anfang lieber etwas zu wenig wegnehmen als zu viel, sonst schneidet ihr in die Frisur rein und kriegt es schwieriger rausgearbeitet. So können wir nochmal nachjustieren und kriegen Schritt für Schritt die perfekte Form hinein. Spürst du es? Ich spüre es. Kommt durch das ganze Fame und Geld. Krass, ne? Wie ihr sehen könnt, haben wir hier eine härtere Kante. Um das Ganze ein bisschen weicher zu machen, brauchen wir einen groberen Kamm und die Maschine. Es ist halt immer wichtig, dass wenn ihr mit dem Kamm arbeitet und mit der Maschine, dass der kürzeste Punkt unten am Kamm ankommt und oben nicht die längeren Haare weggeschnitten werden, sondern nur die unterste Partie. Falls es nicht der Fall ist, werdet ihr euch jedes Mal Macken reinhauen und es wird so eine Treppe entstehen. Und dann habt ihr mehrere Schichten, die ihr dort reinschneidet, was natürlich negativ auf die Frisur übertragen ist. I can see the stars and they look at me. Got a lot of scars cause I'm rolling deep. Waiting for a sign while I'm sinking deep. I keep saying I'm fine, need some privacy. Same lane, same road. My pain won't go. I'm just rolling down the road. Nachdem wir die Seiten angepasst haben, könnt ihr einen schönen Verlauf hier sehen. Und die Haare haben unterschiedliche Längen. Hier haben wir die Haare schön voll, an der Seite leicht mit einem Übergang, jedoch beide Seiten miteinander verbunden, sodass nichts übersteht. Natürlich trägt ihr die Haare nicht runter, sondern nach vorne, also müsst ihr die Haare so schneiden, wie der Kunde die am Ende tragen wird. Bevor wir zum Styling übergehen, werden wir die Haare vorne in der untersten Kontur noch einmal schön sauber schneiden, um die Haare dort dichter und bündiger zu haben als das gesamte Deckhaar an sich. Dafür teilen wir erstmal die vordere Kontur ab und stecken unten drunter nur die vordere Partie ab. Nun haben wir die vordere Partie leicht abgetrennt und möchten jetzt hier eine bündigere Linie machen. Nachdem wir dies gemacht haben, stylen wir die Haare schön locker lässig nach vorne. Dafür nehmen wir unsere Kontur und stecken die Haare am tiefsten Punkt der Frisur hier ab. Also nicht zu viel, damit es nur ein leichter Übergang nach oben wird. Wie vorhin erwähnt, nur hier abstecken. Nachdem wir das Ganze geschnitten haben, nehmen wir die Klammern raus und lassen das Deckhaar einfach drüber fallen. Da die untere Partie kürzer ist als oben, haben wir jetzt eine dichtere Kontur, aber es fällt nicht auf, da die Haare schön ineinander fallen und wir eine schöne Struktur im Gesamten haben.
Da wir oft gefragt werden, welches Produkt bei welchen Haaren geeignet ist, vor dem Föhn braucht ihr auf jeden Fall jedes Mal, ob ihr dickes Haar habt, dünnes Haar, wie auch immer, lockiges, welliges Haar, ihr braucht immer einen Festiger, um die Grundstruktur reinzubekommen. Die Pomade wird überwiegend bei dem Seitenscheitel benutzt oder bei dem Slickback, wo wir die Haare einfach nach hinten kämmen. Also was schön schmierig, reingeklatscht aussehen soll, da benutzen wir die Pomade. Da gibt es die Wasserbasis und die Ölbasispomade. Da müssen wir nochmal auf die Unterschiede achten, weil bei der Wasserbasispomade ist es einfacher, das Ganze rauszuwaschen, und beim Ölbasis ist es ein bisschen schwieriger, da müsst ihr ein bisschen öfter waschen, und da gibt es auch spezielle Shampoos für. Bei ihm benutzen wir jetzt ein Wachs, was ein bisschen matter ist und ein bisschen locker lässiger bei seiner Frisur sein wird, dass er immer wieder mal ein bisschen nachgreifen kann. Bei der Pomade könnt ihr immer wieder ein bisschen nachgreifen, aber dafür müsstet ihr föhnen. Hier ist es nicht der Fall. Hier schmieren wir uns das Wachs in die Haare, arbeiten das gut in den Händen ein und kneten es Stück für Stück ins Haar. Beim Stylen dürft ihr die Haare nicht einfach durchwuscheln. Das macht ihr, wenn das Haar ein bisschen glatter sein soll. Wenn da ein bisschen Spiel im Haar sein sollte, müsst ihr es kneten. Rein, kneten, rein, kneten. So bekommt ihr eine schöne, fülligere Form und Struktur rein. Wenn wir das Ganze ein bisschen lockerer haben wollen, arbeiten wir das Knetens ein und verteilen das Produkt schön bis zum Ansatz hin runter. Ihr müsst immer wieder aufpassen, wenn ihr einen Wirbel am Hinterkopf habt oder so einen ausgeprägten Wirbel, der im vorderen Bereich ist. Die Frisur muss mit dem Wirbel harmonieren. Also müsst ihr die Haare immer in die Wuchsrichtung legen, um zu gucken, ob das Haar absteht oder nicht. Falls der Wirbel zu kurz geschnitten wird, habt ihr hier gerne mal eine Antenne, und dies ist dann schlecht beim Stylen. Also immer wieder darauf achten, ein kleiner Tipp am Rande. Emotion overdose, cause I always do the most right. Ain't nobody gave me shit. New wave, it's a new place. Going new ways for this. Going new ways for this. I'm going new ways. Nachdem wir mit dem Styling durch sind, kümmere ich mich ein wenig mal um seinen Bart, damit das Endergebnis an sich ein bisschen schöner aussieht. Und der Joshua nimmt mal drumherum die Frisur auf und zeigt euch die Konturen, das Ergebnis, und danach kommt das Finale. Got a lot of scars cause I'm rolling deep. Waiting for a sign while I'm sinking deep. I keep saying I'm fine, need some privacy. Same lane, same road. My pain won't go. I'm just rolling down the road. A lot of things I miss. Vielen Dank, Freunde, fürs Zuschauen. Vielen Dank für euer Interesse. Teilt das Video gerne, damit wir eine höhere Reichweite bekommen und wir mehr Videos für euch produzieren können. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, was ihr in der Zukunft von uns sehen wollt, damit wir auch auf eure Wünsche eingehen können. Abonniert unseren Kanal, folgt uns. Wie gesagt, lasst die Kommentare da. Gerne auch auf Instagram folgen, da sind wir ein bisschen aktueller. Da könnt ihr immer wieder direkten Kontakt zu uns halten. Und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Viel Spaß beim Nachmachen, viel Spaß beim Zugucken, viel Spaß beim Verteilen. Bis bald, euer Tarek.